Of course, a little bit they will be afraid, but we'll take away their fright in the beginning because we start very easy with emergency braking, and as we have a lot of space, there's no problem for them if they run out of space. The worst thing that can happen to them is they get stuck in the snow. Out here we'll start with emergency braking. That's necessary for everyone out there on the track. After emergency braking we try to avoid an obstacle, for example up here in Sweden very often the elk. So the elk test is part of the driver training, and then bit by bit we get to higher levels as oversteering, which is of course a lot of fun out here. The goal is really to make them feel safe. Not necessarily drifting in public traffic, but if a car gets into oversteering, sometimes it happens, or they have to avoid an obstacle really hard, then the car doesn't react as they expected, and then they get the right instruments to know what they do when the car gets out of control. Now, as you can see, BMW stands for sheer driving pleasure, and I hope that our guys have a lot of fun, and if you look in their faces, I think they do. I think that we don't use our car enough, and I think this allows you to push your car more, and it shows what your car is able to do. Yes, for sure. Fun is being able to push the car and to push yourself, and just to see what how far you can push yourself. But the adrenaline rush is great. It's really fun. Oh, we learn how to find the limits. You have to go beyond the limits in order to come back and know where the limit is. So this is a safe place to do that with, professional instructors that are going to tell you how to stay safe. Absolutely, it's fantastic. I mean, this should be necessary for every driver, so they really know what to expect on the road, because you can never understand what's going to happen. Tighten it up to the left bolt on your bumper. Maximale Traktion. Wunderbar, dann sage ich 3, 2, 1, go! Go! Hopp, 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 hopp! Perfekt, dann sage ich 3, 2, 1, go! Hopp, 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 hopp!
Bremsung! Ah, halber Meter BMW, kurz zurück. Das reicht und vorwärts. Jetzt ist viel Gefühl gefragt beim Anfahren. Vorsicht, bis die Reihen ergreifen. Und auf geht's. Jawohl. Super schön um die 8 rundum gedriftet. Klasse. Zwischen den Kreisen hindurch. Hier nochmal bremsen. Und Gasstoß. Jetzt kommt's Heck. Jawohl. Schön. Geradeaus durch das Pylonentor. Und hinein in den großen Kreis. 300 Meter Durchmesser. Und schalten in den dritten Gang. Und Einfahrt in den Kreis. Durch das zweite Tor hindurch. Jetzt bremsen. Jetzt. Die Durchbeschleunigen, jetzt anbremsen. Anbremsen, einlenken und Gasstoß. Jawohl. Und jetzt zurück nach rechts, ganz nach rechts, 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 rechts. Da, wo die Pylone mit den Spitzen hinzeigen. Und auf die Bremse. Jawohl, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ganz leicht lag der Uli vorne an der Stelle. Und jetzt zurück nach rechts, einlenken und Einfahrt in die Bremsgasse. Und wir schauen, wer liegt vorne. Zielbremsung. Sehr gefühlvoll, Gerhard. Wunderbar. Und weiter geht's. Leichter Vorteil für den Gerhard, circa 20 Meter. Wenn wir sagen, wir fahren Wettbewerb, dann seid ihr unter Druck. Unter Zeitdruck und unter Druck, den anderen zu besiegen. Und das ist ja auch in der Realität oft so, im Straßenverkehr. Wenn ich weiß, ich habe um 11 Uhr einen Termin in München und ich bin um 10 Uhr noch in Nürnberg, dann weiß ich, ich kann das nicht mehr schaffen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich fahre wie ein Henker, gefährde mich und die anderen, oder ich nehme das Telefon und rufe drüben an und sage, hör zu, ich schaffe es einfach nicht, ich komme später. Und das ist das, was ich euch an der Stelle mitgeben möchte. Wenn ihr sagt, ich gebe mich jetzt wirklich dem Druck hin und setze mich dem Druck aus, dann gefährdet ihr euch selbst und andere. Versucht da wirklich Druck rauszunehmen. Wir sind alle Menschen und machen Fehler. Ihr habt das jetzt 2 Tage hier gelernt und trotzdem sieht man unten an der Wende dann einfach den deutlichen Fehler. Ihr lenkt ein bis zum Anschlag und habt Untersteuern. Und das möchte ich euch an der Stelle mitgeben. Sobald es um Zeit geht draußen im realen Straßenverkehr, Sicherheit geht vor. Hier war es eine Spaßübung. Jo! Gut, dann super. Dankeschön, Bravo. viel Spaß und dann gehen wir zum Mittagessen. Come on, power, power, power and stop! Brakes. All right. Brakes. Power, 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 power and on the brakes. All right, well done. Little more power, power, and on the brakes. Waiting. Perfect. Okay, and on the brakes. That looks good. That's less than 1 meter. Pushing the cone. So you were smiling nicely. And the next one, let's go. It looks like those braking. Is it really ABS braking? Yeah. Okay. Well done. Let's go. Okay. And on the brakes. And you decide for yourself. And on the brakes.
Well done. Very nice. All right, well done. Very quick, very fast on the brakes. Some more speed, more. And pick up some more speed. Come on, and good. Good. And on the brakes. Okay. Quite safe. Next one, let's go. Come on. We started out at slow speeds and then we doubled the speed. And there's something that is very important. Always when you double the speed, what do you think happens to your stopping distance? Yes, it's 4 times the stopping distance, and that's very important. That's what you're supposed to do when you're out going to a traffic light and you want to stop. Try to find the grip. Try to drive where not everybody has been driven, where it's not slippery. Try to get to the grip. That's very important. So your eyes tell you where's the grip. Okay? Here it's very slippery, and outside here on the snow here you have traction. That's very important. You use traction, not the slippery parts. Und vor der Kurve am Ende ist es vielleicht auch ratsam, mal die Bremse zu treten, um langsamer zu werden vorm Einlenken und dann mit Schwung raus. Und jetzt schaue ich mir euch an in der Kurve. Wer kommt hier? Der Dieter. Langsamer Dieter, langsamer. Jetzt hast du Untersteuern und jetzt aufs Gas. Uli auch. Schön 9 Uhr, 3 Uhr. So muss das sein. Deshalb fahren wir jetzt diesen langsamen Slalom. Sobald wir dann MDM einschalten oder DSC komplett abschalten, sollte die Lenktechnik sitzen. Jawohl, sehr schön. Genau, wunderbar Uli, und aktiv zurücklenken. Langsam Gerhard, langsam und jetzt aufs Gas. Jawohl, sehr schön. Geht doch gleich viel einfacher, wenn man näher am Lenkrad sitzt, oder Gerhard? Jetzt hat, jawohl, Geschwindigkeit passt. Super Uli, genau so. Falls es dir Spaß macht, darfst du ein bisschen lächeln dabei. Bremse, 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 Bremse. Einlenken und Gasstoß. Jawohl, schön. Früher ist ein Allradantrieb, ha? Da ging es schneller. Gut. Und nochmal hier. Und jetzt versucht mal etwas näher ranzufahren an die Pylonen, Dieter. Näher ran. Direkt beim Einlenken in die Kurve an diese Beginnpylone, da möchte ich, dass ihr ganz dran seid hier. Jawohl. Und sauber anstellen. Gut. Schön Willi. Und mit Schwung raus. Ganz ran an die Pylone hier, Gerhard. Ganz ran.
Einlenken, Gasstoß. Gegenlenken, 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 gegenlenken. Jawohl, und drauf. Jawohl, gut, sehr schön. So muss es sein, Dieter. Jawohl, Willi, schön den tiefen Schnee ausnutzend und jetzt raus hier. Einmal kurz abgesetzt, aber jetzt kommt das Gefühl, Dieter. Jawohl. Wichtig, den Gasstoß an der Stelle. Nur einmal kurz drauf, dass der Wagen hinten definiert mit dem Heck ausbricht. Nicht kontinuierlich immer ein bisschen mehr Gas geben, sondern wirklich einmal drauf. Und der Hase, der sagt dann, da draußen habe ich mehr Grip und staubt mit richtig ein. Jo, gut. Dann springen wir mal in die Fahrzeuge, macht bitte nochmal einen kurzen Wechsel. Read the track. So where it's slippery, then be careful with the accelerator. Right, now easy, a little bit braking mark, and now a little bit power. Power and around. All right, good. Braking, 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 and power. Counter steering. Good. Nice. Alright. Jetzt nochmal bremsen, 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 bremsen und Gas. Jetzt hast du untersteuern, Achtung.